Ciao a tutti, ich heiße Gianluca Fego und spiele schon seit 1994 in den Festival Strings Lucerne. Ich bin Stimmführer der zweiten Violinen. Meister Robert Hartner hatte mich zu sich nach Hause in Zürich eingeladen für ein Vorspiel. Bach, unbedingt Bach und nur Bach. Es ist gut gelaufen und seither gehöre ich dazu. So habe ich mich vom Pescara in den Abruzzen verabschiedet. Seither sind viele Jahre vergangen. Viele musikalische Erlebnisse, Begegnungen, Reisen, Länder. 26 Jahre mit diesem wunderbaren Orchester. Eine lange Zeit, aber nicht zu lange. Ich bin einer der wenigen Strings, der Maestro Baumgartner noch gekannt hat und habe mit ihm viele Bühnen betreten und zahlreiche Konzerte und Tourneen erlebt. Es sind viele Erinnerungen an ihn, aber eine ist immer noch sehr präsent: das Komma. Das Komma ist, wie wir alle wissen, eine Atempause, eine kleine musikalische Zäsur, die zwischen zwei musikalischen Phrasen, zwischen zwei Themen steht. Für ihn aber waren die verschiedenen Kommas, die er verlangte, nicht nur das, sondern ein Konzept. Das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Etwas zum Essen, zum Verdauen, zum Kennen, zum Leben, zum Lieben. Damit man allem, was man interpretiert, einen Sinn und eine Kohärenz gibt. Mit einem Komma beginnt man also, seiner Meinung nach, eine musikalische Phrase oder einen rhythmischen Einschub. Mit einem weiteren Komma differenzierte man die Phrase in verschiedene andere Phrasen und dann in weitere 1000 kleine Phrasen. Oft waren es wirklich sehr viele Kommas. Aber das Schlussresultat wurde so extrem vielfältig und jedes Detail war präzise gespielt. Die Atempausen alternierten und wiederholten sich. Die Hand hörte nie auf zu vibrieren. So folgte das Vibrato einer intelligenten und nicht zufälligen Phrasierung. Die Musik bekam so ihre Form, mit total neuen Farben, wo alle Phrasen miteinander verbunden waren. Das Komma war also ein Lebensstil, seiner und unser. Aber heute möchte ich euch erzählen, was ich neben den Festival Strings gerne tue. Als erstes möchte ich euch meine Familie präsentieren. Sandra, Bündnerin aus Chur, Übersetzerin und Deutschlehrerin. Die Frau, die mit ihrem Stil und ihrer Sensibilität meinem Leben die Farbe gegeben hat und meine Leinwand reicher gemacht hat. Dann Anna-Sophia, 19 Jahre alt, unsere erste Tochter. Francesca, gerade 18 Jahre alt, die zweite. Giorgia ist die dritte Tochter, vermutlich die letzte. Seit vielen Jahren unterrichte ich am Conservatorio Giuseppe Verdi in Como und habe eigentlich nicht ein einziges Hobby, sondern tausende von Tätigkeiten, die mich schon immer fasziniert haben und denen ich mich gerne widme, wenn ich Zeit dazu habe. Ich bin am Meer geboren und alle Tätigkeiten, die mit dem Wasser zu tun haben, machen mich glücklich. Zum Beispiel das Segeln. Das ist für mich die beste Medizin gegen stressige Reisen und Konzerte. Außerdem dirigiere ich sehr gern. Zu Beginn waren es mehrstimmige Chöre, dann Amateurorchester und nachdem ich verschiedene Sinfonien und Opern dirigiert habe, konzentriere ich mich heute auf die Musik der großen Filme. Da habe ich ein paar Partituren. Sissi, die Prinzessin, in Wien dirigiert. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel im KKL Luzern dirigiert. Und auch noch 2 Filme von Charlie Chaplin, die ich in Graubünden dirigiert habe: Shoulder Arms und Dogs Life. Dann arbeite ich mit dem Columbia Artist Management von New York zusammen. Live-Konzerte der Film Herr der Ringe. Hier habe ich sehr viel gelernt. Es ist eine sehr schwierige Arbeit und verlangt immer das Maximum ab. Aber es ist auch die Möglichkeit, die besten Künstler und Techniker kennenzulernen. Noch heute schätze ich sie sehr und es verbindet uns eine sehr gute Freundschaft. Es macht mir auch sehr viel Spaß, Musik selber zu komponieren, zum Beispiel La Burla oder Bearbeitungen. Und da noch eine andere Leidenschaft: Design. Portemonnaie in Form von Musikinstrumenten, aus Leder oder Kunstleder. Eine Violine, ein Kontrabass, ein Flügel.
Die große Neuheit war dann eine besondere Idee für eine besondere Firma. Die elektrische Gitarre für die Hard Rock International Corporate. Das ist sie. Durch die Kreation dieses Artikels mit dem Label Hard Rock bin ich innerhalb von einer Woche zum offiziellen Händler für die Hard Rock geworden. Ein anderer Aspekt ist ein Sommerfestival für klassische Musik, das ich 2017 in Morcote gegründet habe. Dieses Dorf liegt im Tessin, direkt am Luganasee. Das Festival heißt Morcote Classic Festival. Ich hoffe, wir sehen uns bald im Konzertsaal wieder. Auf Wiedersehen, ciao!